Hey zusammen, kurze Info, wenn ihr Insta360 Luna Ultra Besitzer seid. Es gibt eine neue Firmware und die hat ein großes Problem behoben. Und zwar, wenn ihr eure Kamera mit der App verbindet, wird euch das neue Firmware-Update angezeigt. Das ist die Version V10283 und hat ungefähr 1,7 Gigabyte. Und als ersten Punkt seht ihr hier direkt den Punkt Edit Color Preview when shooting in iLog. Und das war ja ein Thema, was von mir auch ein bisschen bemängelt wurde. Wenn ihr die Kamera auf iLog stellt, dann habt ihr hier gar kein Farbbild mehr. Also die Kamera nimmt ja dann mit einem sehr flachen Profil auf und auch hier die Vorschau wird dann sehr flach gräulich angezeigt und dann könnt ihr eben nur noch sehr schlecht bewerten, wie das Bild überhaupt ja belichtet ist. Und mit der Belichtung gibt es ja allgemein noch das Problem, ihr habt keinerlei Anzeigen, wie das Bild überhaupt belichtet wird. Deswegen ist natürlich eine richtige Farbe bei dem Vorschaubild schon wichtig. Und wenn ihr das Update hier installiert habt, dann könnt ihr ganz normal das iLog-Profil aktivieren und habt dann hier unten den Punkt Farbwiederherstellung. Den könnt ihr auf Anstellen. Und dann wird euch euer Bild so gesehen mit einer LUT angezeigt. Und das macht es euch dann schon mal deutlich einfacher, das Ganze richtig zu belichten. Die Firmware hat aber noch ein paar andere Features, die da ja hinzugekommen sind. Und zwar mit dem POV-Tracker, den ihr euch ans Ohr stecken könnt, könnt ihr die Kamera jetzt auch im Upside-Down-Modus benutzen. Ihr habt dann auch noch den Vorteil, das Zoom ist ein bisschen smoother geworden. Also da ist das Zoomen allgemein mit der Umschaltung der Kameras ein bisschen angenehmer geworden. Den Übergang seht ihr jetzt nicht mehr ganz so hart wie vorher. Ist ein bisschen verbessert. Auch allgemein der Zoom-Rocker hier lässt sich meiner Meinung nach so ein bisschen besser bedienen. Das kann jetzt auch Einbildung sein, muss nicht so sein. Das testet ihr am besten erstmal selber. Ansonsten habt ihr jetzt noch den Vorteil, die Fernbedienung tut sich sehr viel schneller verbinden, wenn ihr die hier von der Luna wegnehmt. Was sich auch geändert hat, ist die Umschaltzeit der Fernbedienung. Wenn ich die jetzt hier wegmache, dann seht ihr hier, die hat direkt umgeschaltet. Ihr müsst da also nicht mehr warten. Die hat vorher 5, 6, 7 Sekunden gebraucht, um da zu verbinden. Jetzt ist die wirklich innerhalb von 1, 2 Sekunden da und hat auch eine sehr viel stabilere Verbindung. Audio soll verbessert worden sein und eben auch Video kann ich jetzt hier natürlich erstmal schlecht bewerten, wobei ich iLog anhabe und jetzt auf jeden Fall hier schon mal diese Farbwiedergabe aktiviert habe und mich da besser sehen kann. Es war ja so, dass man ab einem gewissen Abstand schon mal Abbrüche hatte, beziehungsweise angezeigt wurde, dass die Verbindung nicht mehr ganz so stabil ist. Das ist jetzt Schnee von gestern mehr oder weniger. Also ich habe das schon ein bisschen ausprobiert und da lief das Ganze schon wirklich sehr viel besser. Also es war eine stabile Verbindung vorhanden. Insgesamt soll auch die Bildqualität noch besser geworden sein. Ich denke, das wird da so ein bisschen mit der Belichtung zu tun haben, wenn ihr vielleicht noch eure Gesichtspriorität auswählt und so, dass sich das noch ein bisschen verbessert hat. Das Tracking und der Gimbal an sich sollen besser geworden sein. Die waren meiner Meinung nach aber schon wirklich sehr gut. Da konnte ich jetzt keinen großen Unterschied entdecken, aber wenn ihr da vielleicht Probleme hattet, werdet ihr das hier feststellen. Und dann gibt es auch noch einen optimierten Stromverbrauch von der Monitorfernbedienung. Das heißt, wenn ihr die hier dran habt, dann konnte es sein, dass manchmal der Monitor so ein bisschen auch im Standby irgendwie einen kleinen Verbrauch hatte. Das soll jetzt auch behoben sein. Also ich habe das Problem jetzt so auch nicht feststellen können, aber es ist ja immer schön, wenn eine neue Firmware kommt. Die ist jetzt gekommen. Für mich das Top-Feature ist jetzt erstmal wirklich, dass iLog diese Farbverbesserung beziehungsweise diese Farbdarstellung hat auf dem Monitor, weil da lässt sich jetzt schon mal ein gutes Stück besser belichten. Ich hoffe, dass vielleicht mit dem nächsten Update oder so dann noch eine Belichtungsanzeige hinkommt, irgendwie was Hilfreiches, dass man einfach die Belichtung, wenn man manuell belichtet, noch einen Tick besser einstellen kann. Wenn ihr das Ganze mit der App verbindet, dann seht ihr da ja schon ein Histogramm auf der App. Wäre natürlich toll, wenn man das auf der Kamera auch noch hätte. Ich wollte euch, wie gesagt, nur mal kurz informieren, dass es da ein Firmware-Update gab. Ihr könnt das Ganze ja mal runterladen und dann selber testen und es auch in die Kommentare schreiben, wie es denn so bei euch, was so die Auswirkungen waren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.